Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Outers World Spacer's Choice Edition. So, wir waren gerade bei ihm drinne, also im letzten Part bei Abernathy, haben Geld eingetrieben und er hat uns gefragt, ob wir ihm Pillen besorgen können. Und jetzt steht hier eine Esther Blaine. Hi. Excuse me. I'm Esther Blaine, Spacer's Choice Actuary. I overheard your talk with Abernathy. I hope you're not thinking about getting him that medicine. Abernathy is a well-known hypochondriac. Anthracillin is wasted on him. You're better off selling it to me instead. Wir machen mal. Er zeigt Symptome. Du sagst also, es sei psychosomatisch. All I'm saying is Abernathy's worked in this town longer than some of us been alive. How do I put this gently? He's got a lot of cobwebs up in his attic. Mhm. Wofür brauchst du es denn? I probably shouldn't tell you. Don't want you implicated for what I'm trying to do. Lass das nur meine Sorge sein. Alright, here's a summary. A lot of sick people in this town, and we don't have the medicine to treat them all. Can't reach out to corporate without crossing a river of red tape, so I'm reaching out to you. Ja, aber dafür bezahlt mich für meinen Aufwand. Kannst du sein Angebot decken? I'm paid better than Abernathy. Whatever he's giving you, I will do you one better. Ja gut, ich werde darüber nachdenken. That's all I can ask of you. Warum glänzen denn deine Haare so? Wir haben noch zu tun. Nee, da geht's raus. Ich wollte noch nicht raus. Irgendjemand schuldet noch mehr Geld, oder? Ist der hier drin? Öffnen. Oh. Hm? Keine Ahnung. Hä? Ausstellen. Wollen wir nicht. Ich bin verwirrt. Vielleicht unten. Ist alles Clown. Ich lasse es mal mit dem Clown. Also irgendwo ist noch jemand, aber nicht hier unten. Ich bin hier gelandet. Okay. Ja, wir gehen mal raus. Hier geht's nicht raus. Hier ist nur Toilette. Steck die Waffe weg. Bist du des Wahnsinns? Tor öffnen. Ich muss da raus. Welche Aufgabe haben wir denn jetzt? Hol dir Doc Mabels. Nein, Quatsch. So, von Ludwig. Treibe Phyllis Grabgebühr ein. Phyllis ist eine derjenigen, von der du die Grabgebühr für sie das eintreiben sollst. Sie arbeitet als Aufseherin in der Konservenfabrik von Edgewater. Für sie das eintreiben sollst. Er ist als Wache des Landes. Aha. Das heißt, wo
Es ist irgendeiner ist da und da, ne? Das ist da irgendwo. Hier oben. Ich war doch hier drinne. Da. Hi, du. You the new worker? Whatever. Make it quick, Tenderfoot. I'm busy. Du bist dann wohl die Vorarbeiterin. Foreman Granger. Mind those words don't come out of your mouth unless preceded by yes or right away or thank you. Grabgebühren. Ich bin hier, um sie einzutreiben. Shit. Silas still on about that. Here, take the fees. I'd appreciate it if you didn't tell Reed I was late on my payment. Diese Dokumente sind nicht in deinem Namen unterzeichnet. Because they're not my fees and not my gravesite. Guy I worked with shot himself. I paid the bill. Du musst die Grabgebühren deines Nachbarn bezahlen? If you're not familiar with board law, you ought to be. Law requires delinquent gravesite fees to be paid by the deceased party's closest living relative, which meant me. Shame, though. Eugene was a good worker. Du meintest, der Typ hätte sich selbst erschossen? Woke up one morning and put a round through his upper story. Can't imagine why. The kid was doing all right at his desk. We all thought he was an upstanding receptionist. Just between the two of us, I'm pretty shocked his weapon didn't misfire. Spacer's Choice handguns aren't the most reliable. Das ist ja nicht ihre Familie. Was für eine furchtbare Aussage. Not half as awful as the bill Eugene left us with. Suicide's a crime. The legal term is irreparable damage to company property. What Eugene did to himself was vandalism. Ja, und was wollen sie machen? Seine Leiche verhaften? When one of your workers commits a crime, the entire town pays for it. In other words, Edgewater would have been penalized pretty hard. Whatever Eugene was worth as an asset, we would have had to pay out of pocket to Spacer's Choice. Er war ein Mensch, kein Gegenstand. Well, excuse you. I'll have you know Eugene was an asset to us all, may his atoms be commended to the law. All I know is Silas asked me for Eugene's gravesite fees, which means he was approved for burial, which means his papers went through, which means the town's in the clear. I'm just glad to put this whole ugly affair behind me. Eugene can rest his bones in peace, and the rest of us can get on with our own lives. Dann lass ich dich mal weiterarbeiten. Du bist gruselig. Ja, hier geht's raus. So, dann haben wir noch einen. Und wir haben Stufenaufstieg. Heading back. Halten? In a jiff. Komm. Das war ein Fehler. Nein, Stufenaufstieg. Stufenaufstieg. So, 10 verfügbare Punkte. Machen wir doch in Fernkampf. 2. Verteidigung 1. Dialog. Tarnung. Tech wäre nicht schlecht. Führung. Okay, Tech nochmal. Dialog. Und ja, ich bin ja mehr Fernkampftyp, ne? Machen wir hier. So. Haben wir. Was denn? Anwenden, jawohl, ja. Dann, mir fällt gerade auf. Okay, sie hat nicht die rosanen Haare, aber
Ja, mit Cyberpunk, Lady. Okay. Dann holen wir noch die letzte Gebühr, dann haben wir das auch erledigt. Ach, das ist beim dem Spiel aber komisch. Hat 2 Ausgänge und schickt mich dann dahin. Wieso, wenn eine andere Seite ist? Okay. Dann gehen wir zur anderen Seite. Ja. Ludwig Miller, ich komme. Ich bin der Geldeintreiber. Ja, ich weiß nicht, ob ich der Stadt helfen soll. Das ist ein bisschen zu viel, finde ich. Ich kann verstehen, dass die Leute abgehauen sind. When I was little, we'd get freighters in every Sunday noon. Now they only come but once a month. I love the wind here. Ich finde es auch schön hier. Nur der Mond ist ziemlich nah. Verkaufsautomaten entdeckt. Super. Ich wollte jetzt aber... Ist hier ein Eingang? Ah, hier. Ah, hi. 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 Thank the law. I've been requisitioning backup for months. Guess the boss finally came to his senses. You ever swung a truncheon? Let me see your rifling stance. I want to make sure you're up to snuff. Wovon redest du da? The war. The coming apocalypse. Man versus machine. I'm talking about mechanical soldier. Cold, heartless automatons made of iron and lies. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Just my luck. I ask for backup and the boss sends me one of them simple folk. All right. Listen real close. Auto-mechanicals. Creatures forged in the fires of malevolence. I seen them over by the old power plant. Clattering about. Firing at the birds. Orchestrating their uprising. When the swarms of mechanicals come clanging on over that hill, where will you be? Cowering beneath your cot? Or standing, shoulder to shoulder with the resistance? Ich habe eine Frage an dich. Go on. Was genau tust du hier? I'm Ludwig Miller, Associate Security Officer for Transportation. Officially? Unofficially? Strictly between you and me. I am the only thing standing between Edgewater and total annihilation. Wenn dein Widerstand Söldner einstellt, stehe ich bereit. I've been gathering up a war chest over the years. Saltuna cans, mostly. Some Spacer's chaw. Few bit cards. I'll reward you for your aid. Was soll ich tun? They have sent a scout, prowling around the junkyard just behind our beloved town. This scout must not be permitted to return to its base of operations. Cross it off, then report back. Wenn ich diesen Roboterspeer ausschatten soll, könnte ich ein paar Tipps gebrauchen. Mechanical's got a weak spot in their midsections. I think the technical term is, the blue glowy square thing. Ach ja, und übrigens, Silas hat mich geschickt. Du schuldest ihm Grabgebühren. I told Silas I'd pay my dues if he agreed to join the resistance. Guess this means he's finally heard the calling. Das ist er. Und er bittet um einen kleinen Beitrag, um den Widerstand mit Anti-Roboter-Spray auszurüsten. Mechanical repellent! A stroke of inspiration from the law itself. Here, I've been saving up a couple bits for just such a project. Dann lasse ich dich mal in Ruhe.
Ist das grell hier. Eine Augenweide. Jetzt hat er irgendwas gelabert von hinter der Stadt. Dann machen wir noch uns mal auf den Weg. Okay, das war nix. Ach, hier leben die kleinen Viecher. Erschreckt mich aber nicht. Kommt man hier rein? Wieso nicht? Wieso kann man hier nicht rein? Okay, dann nicht. Okay. Geben wir erstmal die Grabgebühren ab, ja? Hey, Miss Parvati. Come for a visit? Lovely to see you about, Miss Parvati. Things going all right, Silas? Been keeping him careful and true, miss. Von wem sprichst du, Silas? Best to ask her yourself. My dad's buried here. Silas watches over him when I can't leave the house. Oh, tut mir leid, Parvati. Oh. Well, thanks. Something I can do for you? Hey, wegen den Gebühren, die du wolltest. You run into any trouble? Alles erledigt. Papierkram, Gebühren und Unterschriften. Reliable work from a freelancer. That's gonna take some getting used to. Aber Nerfi wollte seine Krankheit verheimlichen. Abernathy was sick? With the plague? That's disgusting. I shook hands with the guy. Nein. Er dachte, du wüsstest davon. What? No. If I knew he was sick, I would have had him reported. I needed his fees because of his name. A, for Abernathy. He was at the top of my list, you see? Ich muss dich noch was anderes fragen. Yeah? In dieser Stadt muss einiges in den Argen liegen, wenn du so viel zu tun hast. You could look at it that way, I suppose. You could look at us and say, those Edgewater saps lost near every soul to plague. But you'd be wrong. We're survivors. Loyal company folk, brave in the wilds. Aber woher kommt die Seuche? Irgendwie habe ich das Gefühl, diese Sardinen, die sie nicht reinmachen, die machen was anderes rein und das macht die Leute krank. Machst du dir keine Sorgen, dass du krank wirst? Every now and again, a virulent plague sweeps through our town. That's life on the frontier, I suppose. A body grows accustomed. Wie lange bist du schon Juniorbestatter, Totengräber, was auch immer? Hang on, I'm doing some math in my head. 20, 30, carry the one. All my life? Work's been real good to me. Fresh air, exercise. Only problem's the paperwork. Can't get anybody to pay their gravesite fees. Ja. Habt ihr eigentlich viele Leute auch an die Plünderer verloren? Former people, yeah. Marauders been raiding my graves, you see. Hence the armed guards. Worauf sind sie aus? Beute? Oh no. They are after the most precious loot of all. Spacer's Choice Company property. If those marauders swipe any more bodies out of my cemetery, company's gonna duck my pay. Oh, danke für deine Zeit. Kümmern wir uns jetzt um den Roboter. Nein, falscher Knopf. Das soll ja irgendwo hier hinten sein.
Nein, ich will doch keine Waffe. Ich will springen. Okay, ich bin nicht in Skyrim oder Fallout. Ist nicht Y. So. Der Roboter. Okay. Komme ich hier so da entlang? Nope. Müssen wir also umrunden. Aber was haben wir denn hier für Häuser? Schlossknappen. Hallo? Jemand zu Hause? Get ready. That's the last of them. Oh. Okay. Kann es sein, dass sie vielleicht tollwütiges Sprite reingemacht haben? Nein, ich will jetzt nichts verkaufen. Ich kann nicht hacken. Für was bin ich denn gut? Ich habe ja ein paar Käse dabei. Okay, gehen wir mal nach oben. Wieso habe ich eigentlich... Nahkampfwaffe. Und meine Pistole wieder. Hautcreme. Ist auch sehr wichtig. Überbrückungskontakt. Okay. Water. Gut, hier scheint nichts zu sein. Nein, ich drücke immer falschen Knopf. Es tut mir leid, wenn ich vorher was anderes spiele, dann... Ich habe nur die 2 Waffen. Wieso? Ich bin auch erst am Anfang. Verkaufsautomat. Verkaufsautomaten. Verkaufsautomaten bieten eine größere Anzahl an kaufbaren Gegenständen, überwiegend vom gleichen Konzern. Ab einer Hackenfertigkeit von 20 kannst du auch Gegenstände an Verkaufsautomaten verkaufen. Zugriffsbeschränkte Gegenstände können gekauft werden, wenn du über einen ausreichenden Ruf bei den passenden Fraktionen verfügst oder eine Hackenfertigkeit von 40 oder mehr hast. Ich hätte gern erstmal nichts. Spacer Choice. Wir wollten doch eigentlich erstmal hier hin. Zum Roboter. Schick die Waffe weg. Da. Trash. Hat jemand was im Mülleimer gesteckt? Nein. Hier vielleicht? Nein, nein, nein. Okay, hier. Müssen wir schleichen? Ach, das... Gucken mal. Schrottplatz entdeckt. Kampfdrohne. Oh, kaputt.
Nein, steck die Waffe weg. Aw, he ain't no threat. Bet I could fix him up smart. Searching for repair bay. Error. Navigation systems failed. Unable to comply. I could probably fix that. I mean, if you wanted me to. Ach was, leg los. Wenn du meinst. Yep, I see the problem. Mhm. Navmod got dislodged. Must have taken a tumble. Just gotta give it a good push and wait for the click. There we go. Jeremy's good as new. Well, new by Spacer's Choice standards anyhow. His name's Jeremy, by the by. Navigation systems operational. Optimal path toward repair bay detected. Initiating self-diagnostics. Boah, hey, schuldest du mir nicht was für die Reparatur? I don't reckon Jeremy understands the concept of trade. Spacer's Choice reminds all colonists that serving the Spacer's Choice family is the highest possible reward. I have been programmed to deliver this pre-approved message. Ich gehe jetzt. Be more careful out there, Jeremy. Okay, vielleicht gibt es ja noch was hier. Waffenteile. Schwere Munition, leichte Munition. Oh, Moment. Okay. Ich glaube, das haben wir hier erledigt. Wir haben viele Munition bekommen. Wenn ich jetzt so eine gute Waffe kriegen will. Was ist hier? Oh, Munition. Okay. Okay, kein Spiegel. Sind das diese Fischdosen? Das ist Saltuna. Da ist kein Saltuna drin, glaube ich. Deswegen hat sie ja... Oh. Okay. Jetzt hätte ich beinahe wieder den falschen Knopf gedrückt. Okay. Gut, ihr Lieben. Ich würde aber sagen, ich beende hier den Part. Und im nächsten Part, bevor wir wieder da reinrennen, nein, machen wir noch die Mission hier. Irgendwas hier. Ich glaube, das hier. Das ist in die Richtung da. Dann können wir die Straße mal entlang laufen und die Häuser abklabastern. Das ist doch eine gute Idee, oder? Auch wenn ich ein bisschen Schiss habe, weil wir nicht so waffenmäßig gut sind. Ein Pilz. Aber es wird schon. Gut, dann würde ich sagen, bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks wie immer, würde ich mich sehr darüber freuen. Und im nächsten Part geht es dann weiter. Bis dahin, adios.